Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und diese zwei Augen zeigen es euch schon an. Wir gucken uns heute was an und zwar Kameras, denn ihr könnt mit euren Augen nicht überall sein. Innenhof, Garage oder wo auch immer im Garten ihr vielleicht Überwachungsbedarf habt, da kann euch eine Überwachungskamera helfen und das ist in unserem Fall hier die Eufy Cam S3 Pro im 2-Cam-Kit, also sprich 2 Kameras und die Homebase, das gucken wir uns einmal an. AI, Max Color Vision, alles mit an Bord. Hier der kleine, kurze und kompakte Test. Ja, wir gucken uns hier das 2-Cam-Kit an, sprich 2 Kameras und die Basisstation Homebase 3. Gibt natürlich auch noch andere Konstellationen, aber in unserem Fall halt eben mit 2 Kameras. Hier oben seht ihr schon, wir haben Solarpanels integriert, sodass die Kameras theoretisch durch die Sonnenenergie auch unendlich lange betrieben werden können. Max Color Vision, das ist der Nachtsichtmodus, der über AI und KI funktioniert. Ihr könnt das Ganze in 4K aufnehmen und wie gerade eben schon gesagt, durch die Solarenergie halt auch theoretisch unendlich lange betreiben. Der Akku ist 13.000 mAh groß. Motion Detection erfolgt in dem Fall tatsächlich auch mit Radar. Das soll die Fehlerkennungsquote nochmal deutlich reduzieren. Grundsätzlich ist auch Apple Home verfügbar und ihr habt eine lokale Speicherung auf der Homebase, sprich ihr müsst keinen Cloud-Plan abschließen, so ihr das nicht wollt und könnt alle Daten bei euch zu Hause behalten, wenn ihr möchtet. Ich habe es gerade eben schon gesagt, wir haben hier AI oder KI mit an Bord, die dann sowohl bei der Bildverarbeitung als auch der Erkennung mitwirkt, unter anderem bei der Gesichtserkennung, aber auch bei der Aufhellung von Bildern und ähnlichen Punkten. Wir haben 24 Stunden Smart Snapshot mit an Bord, sprich eine Aufzeichnung auch zwischen den eigentlichen Bewegungsaufzeichnungen. Smart Audio, oder so, dass ihr bei dem 2-Wege-Audio quasi eine bessere Qualität habt. Live-Viewing und Recording History ist, denke ich, klar. Ihr könnt die Vergangenheit euch angucken. Instant Notifications, die funktionieren auch wirklich instant. Das geht richtig, richtig schnell. 2-Wege-Audio habe ich gerade eben schon gesagt, Lautsprecher und Mikrofon mit an Bord. Ihr habt noch Sicherheitsreports und ihr könnt das Ganze auch zwischen verschiedenen Kameras könnt ihr tracken, wenn da Personen auf den Kameras erkannt werden. Das Ganze, die App gibt es dann für Google Play und also im Play Store und im App Store und wie gerade eben schon gesagt, Apple Home, Alexa und der Google Assistant sind und werden unterstützt. Auf der Rückseite dann nur noch mal das, was wir gerade eben schon gesagt haben, einmal die Radar Motion Detection, Solar Plus 2.0, die Paneele auf dem Dach sozusagen der Kameras. Das Thema AI ist mit an Bord, Local Security, sprich wie eben auch gerade eben schon gesagt, ihr könnt lokal abspeichern, die unterstützten Dienste sind hier nochmal aufgelistet und auch das Thema 24 Stunden, 7 Tage die Woche Smart Snapshot nochmal. Hier auf der Seite wird dann nochmal hervorgehoben, dass halt die Daten eben auf eurer Homebase gespeichert werden und wenn ihr nicht möchtet, werden sie tatsächlich nicht in die Cloud gelangen. Es gibt eine winzige Ausnahme, die erkläre ich euch später in der App. Aber grundsätzlich ist es so, dass dann alles lokal gespeichert wird und eure Daten da bleiben, wo sie hingehören, nämlich in eurem Zuhause. So, dann würde ich sagen, wir packen einmal aus, denn da ist tatsächlich jetzt einiges mit an Bord und unter anderem auch etwas, was man hier auf der Verpackung zunächst mal nicht sieht. Das finde ich nämlich ganz spannend. Ich weiß gar nicht, ob das marketingtechnisch so schlau war, das hier gar nicht vorne mit drauf zu packen. Es ist auf der Rückseite in der Inhaltsangabe, ist es zwar mit dabei, aber vorne auf dem Bild halt eben nicht zu erkennen, dass wir noch ein zusätzliches Produkt mit an Bord haben, welches da noch dazugehört. Aber jetzt packen wir erstmal einmal aus und dann sage ich euch gleich, was ich damit meine. Gut, so, einmal die Kiste nach oben gedreht. Okay, sie geht so auf, also nochmal nach oben gedreht. Grundsätzlich der Karton hier schon, ja, ich würde mal sagen, auf jeden Fall gut verpackt, damit die Kameras auch gut und sicher bei euch ankommen, wenn ihr so wollt. So, gucken wir hier mal rein. Okay, da sind die beiden Kameras schon. Hier oben dann nochmal, wie gerade eben schon erwähnt, einmal der Packungsinhalt sozusagen. Und da seht ihr auch, die Nummer 5 ist draußen bisher nicht zu sehen gewesen. Ein zusätzliches Solarpanel. Dann wird hier nochmal gesagt, erst die App installieren, dann die Homebase anschließen, dann die Kameras koppeln und dann kann es losgehen. Das ist so ein bisschen die Reihenfolge. Und hier unten 3 ist dann quasi die Installation der Kameras. Das solltet ihr im Zweifel auch so machen. Ihr könnt natürlich auch erst die Homebase anschließen und so weiter und so fort. Spielt eigentlich alles grundsätzlich erstmal keine Rolle. So, hier sehen wir dann die beiden Kameras, die sind auch nochmal geschützt durch zusätzliche Folien. Das ist auch sinnvoll, denn die Solarpaneele sollen natürlich möglichst unbeschadet bei euch ankommen und die Kamera mit Linse natürlich auch. 2 Kameras, wie gesagt, hier in dem Cam-Kit mit an Bord. Gibt auch noch größere Verpackungseinheiten, beziehungsweise ihr könnt dann auch noch Kameras nachkaufen, wenn ihr denn möchtet. So, hier ist, glaube ich, nichts mehr drin. Das können wir zur Seite tun. Dann haben wir hier unten einmal die Homebase 3.
Das ist die neueste Version. Gibt ja logischerweise auch 2 Vorgänger, aber das ist jetzt die aktuellste Version, die halt eben auch auf AI oder KI-Technologie eben setzt. Die Vorgänger haben das vielleicht in Teilen getan, ich weiß gerade gar nicht genau. Wenn ihr es genau wisst, schreibt mal gerne in die Kommentare. So, wir haben hier unten ansonsten noch ja, eine Bedienungsanleitung, vermute ich mal. So sieht es zumindest aus. Oder eine Konformitätserklärung, was auch immer da ganz genau drin ist. Gucken wir mal rein. So, na, ist noch was drin? Okay, ein Aufkleber ist immer gut, gerade in Deutschland, der darauf hinweist zumindest, dass Aufnahmen stattfinden, so sie denn rechtlich überhaupt in Ordnung sind, aber auch dazu kommen wir dann später nochmal. Quick Start Guide dürfte, denke ich, klar sein. Hier unten auch nochmal eine Videoanleitung, wie das Ganze zu installieren ist. Aber ich nehme es mal vorweg, die Installation ist wirklich super easy. Sprachausgabe des Systems ist auch auf Deutsch, sprich das System sagt euch auch, was ihr immer tun müsst. Also wirklich, da hat Eufy oder Eufy Cam quasi wirklich mitgedacht, das funktioniert alles out of the box. So, hier unten dann das von mir vorhin schon erwähnte zusätzliche Solarpanel. Das ist dafür gedacht, wenn die Solarpanels auf den Kameras nicht genug Strom liefern oder ihr die Kameras irgendwo installiert, wo nicht genug Sonne hinkommt. Dafür ist dann dieses zusätzliche Solarpanel gedacht. Finde ich super praktisch, denn man kann die Kameras aus meiner Sicht nicht unbedingt immer da installieren, wo die größtmögliche Sonne ist oder diese größtmögliche Sonneneinstrahlung. Deswegen super sinnvoll, dass das noch mitgeliefert wird, um eben dieses Problem dann zu umgehen. Und damit sind wir durch und jetzt gucken wir uns alles mal im Detail an, damit ihr auch die Details mitbekommt. Und wir fangen an mit dem Bereich Halterung, Befestigung und sonstiges Zubehör. Gerade eben habe ich es schon erwähnt. Wir haben hier einmal das Ersatz- oder beziehungsweise Backup-Solarpanel, das eben dazu dient, falls ihr über die Kameras nicht genug Strom bekommt. Es hat insgesamt 3 Watt. Das sollte im Normalfall ausreichen, um dann an den Stellen, wo eben die Kamera nicht genug Sonne bekommt, dann doch den Akku entsprechend aufladen zu können. Vom Grundsatz her 3 Halterungen, 2 für die Kameras, logisch. Und die dritte Halterung ist dann für das zusätzliche Solarpanel, sind alles die gleichen. Ihr könnt die alle also auch untereinander tauschen, wie auch immer ihr das handhaben wollt. Dann gibt es auch Befestigungsmaterial für 3 Halterungen. Es gibt hier so kleine Aufkleber, damit ihr auch entsprechend vorbohren könnt. Man erkennt es vielleicht nicht ganz, das sind so kleine Punkte. Na, ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber die passen halt eben zu den Rückseiten hier mit den 2 Bohrlöchern, sodass ihr das dann an eure Wand dran schrauben könnt. Hier haben wir noch so ein kleines Reset-Werkzeug und 4 Schrauben. Wofür die 4 Schrauben sind, dazu kommen wir dann später nochmal. Und ansonsten noch ein USB-A, USB-C-Kabel, mit dem ihr dann entsprechend die Kameras laden könnt. Ein Netzwerkkabel, wenn ihr das denn braucht. Also ihr braucht auf jeden Fall eins zum Anschließen und natürlich ein Netzteil, damit ihr die Homebase dann auch mit Strom versorgen könnt. Und damit sind wir dann tatsächlich auch schon bei der Homebase. Klein, kompakt, aber durchaus gewichtig. Hier an der Seite steht es nochmal drauf. Das Ganze basiert jetzt auf AI- oder KI-Technologie. Die ist hier drin verbaut und nicht auf den Kameras, sprich die ganze Datenverarbeitung erfolgt auf der Homebase. Die fühlt sich gut an, die ist durchaus auch hochwertig verarbeitet. Ich würde sogar sagen, es ist eines der hochwertigsten Kameraprodukte, welches ich bisher gesehen habe. Das macht auf jeden Fall einen optisch und auch haptisch sehr guten Eindruck. Hier auf der Vorderseite so eine kleine Statusanzeige, auf den Seiten nichts mehr, hinten drauf dann zum einen der Sync-Button, also zum einen um Kameras zu synchronisieren, USB-Anschlüsse, einen Stromanschluss und halt das entsprechende Pendant zum Netzwerkkabel, damit ihr das Gerät dann auch mit eurem Router verbinden könnt. Also sprich, ihr braucht ein Netzwerkkabel, könnt aber natürlich auch euer eigenes verwenden. Hier oben drin seht ihr dann zum einen natürlich Lüftungseinheiten, aber auch die Erweiterbarkeit. Denn ihr könnt neben den 16 GB Speicher, die mitgeliefert werden, hier quasi in Anführungsstrichen unbegrenzt erweitern. 16 GB ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Größe, aber theoretisch steht hier ja unbegrenzt drauf. Da sind übrigens auch die Schrauben zu verwenden, denn damit könnt ihr eure 2,5 Zoll Festplatte dann hier reinschrauben und müsst das Ganze dann wieder reinschieben, sodass der zusätzliche Speicher dann eben auf dem System zur Verfügung steht. Und wer sich jetzt denkt, das kann man ja einfach so rausziehen, nein, natürlich nicht. Denn dafür ist gleich noch eine Schraube da. Ich weiß nicht, ob man hier unten noch die Anschlüsse erkennt, ist aber auch weniger relevant, wenn ihr das hier einfach reinsetzt. Dann fehlt hier jetzt quasi die Schraube und die habe ich natürlich vorher rausgeschraubt, damit es euch nicht oder beziehungsweise damit es nicht so lange dauert. Und dann setzt ihr das einfach wieder hier oben drauf, klippt ein magnetisch. Ich finde es richtig gut verarbeitet, ist auf jeden Fall eine gute Ausgangsbasis.
So, jetzt gucken wir uns aber die Kameras an sich an und auch die sind wirklich gut verarbeitet. Das ist zwar natürlich Plastik, aber auf jeden Fall ein aus meiner Sicht wertiges Plastik. Vom Gewicht her muss man bedenken, die sind nicht ganz leicht und der Anschluss ist auf der Rückseite. Das kann natürlich dazu führen, dass das ein bisschen nach unten zieht. Deswegen müsst ihr bei den Halterungen etwas aufpassen, dass das auch wirklich gut verschraubt ist. Hier auf der Rückseite sehen wir dann einmal den Ladeport, also sprich, wenn ihr die Kameras automatisch oder dauerhaft mit Strom versorgen wollt, könnt ihr das auch tun. Dann braucht ihr gar nicht auf den Akku setzen oder halt das Solarpanel anschließen. Und hier unten der Sync-Button sowie der Lautsprecher, den ihr dann nachher verwenden könnt. Auf den Seiten ist dann nichts mehr oben drauf. Wir haben es schon vorhin beschrieben oder beziehungsweise mehrfach gesagt, ist das Solarpanel, welches dann dazu dienen soll, den 13.000 mAh großen Akku zu versorgen. Das funktionierte in meinem Test übrigens auch in Ordnung, aber ihr braucht schon gute Sonneneinstrahlung. Gerade jetzt im Winter kann es Sinn machen, dass man mal mindestens noch das Solarpanel dazu hängt oder zwischendurch auch mal ein bisschen nachsteuern muss, über USB-C da einfach noch mal ein bisschen Power reingeben muss. Das hängt ein bisschen von den Tagen ab und von euren Aufnahmen. Jetzt muss man fairerweise sagen, beim Test habe ich natürlich auch viele Testaufnahmen gemacht, was viel Strom verbraucht hat. Auf der Vorderseite haben wir dann alles, was man so braucht. Zum einen die Radarerkennung, zum anderen auch die Spots, die hier oben verbaut sind. Wir haben einen LED-Indikator, dass ihr auch seht, was gerade passiert. Ihr habt den Bewegungssensor über Radar, habe ich gerade eben schon gesagt. Und wir haben natürlich die Linse und die Spots, auch das habe ich eben schon gesagt. Also insgesamt auf der Vorderseite auch für mich hier optisch sehr ansprechend. Alles verbaut, was so notwendig ist. Mikrofon habe ich übrigens noch vergessen, sodass man da die Kamera auch wirklich mit ihrem Einsatzzweck verwenden kann und genau das wollen wir im nächsten Schritt auch mal in der App dann tun. So, wir springen direkt rein und jetzt seht ihr hier auf der linken Seite einmal die App und ihr seht, wir haben auch schon alles installiert. Wie gesagt, Installation super easy, brauche ich euch jetzt nichts zeigen, das macht keinen Sinn, sondern das funktioniert, wenn ihr in der App einfach der Beschreibung folgt, ohne Probleme. Gehen wir erstmal ins allgemeine App-Menü, bevor wir uns mit der Kamera und der Homebase beschäftigen. Einmal hier oben die Möglichkeit, Cloud Backup zu aktivieren, wenn ihr denn wollt. Ne? Ganz klar, das Ding speichert auch lokal. Manchmal kann es natürlich Sinn machen, dass man auch das Ganze noch in der Cloud speichert. Einfach wenn dann irgendjemand vielleicht die Homebase Cloud oder ähnliches, muss dann jeder für sich selber entscheiden, ob man das will oder nicht. Dann habt ihr hier noch so eine virtuelle Überwachungstour, wo noch andere Produkte vorgestellt werden können. Laborfunktionen ist, denke ich, klar. Das sind Dinge, die gerade noch ausprobiert werden, wie zum Beispiel hier dieser tägliche Sicherheitsbericht. Dann haben wir die Möglichkeit im Kontrollzentrum viele Dinge zur App einzustellen, unter anderem auch das Ganze mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung abzusichern. Das würde ich euch natürlich unbedingt empfehlen, damit ihr auch da den zusätzlichen Sicherheitsfaktor nochmal mit reinnehmt. Ansonsten halt viele Einstellungsmöglichkeiten, unter anderem auch die Videoverschlüsselung und so weiter und so fort. Das ist dann eigentlich auch schon das gewesen. In den Einstellungen könnt ihr noch eure Region einstellen. Und ja, die App-Benachrichtigungen oder die Berechtigung der App noch konfigurieren, das ist auch notwendig, denn wenn ihr zum Beispiel Benachrichtigungen haben wollt, müsst ihr natürlich auch Benachrichtigungen aktiviert haben, logischerweise. Wenn ihr mehrere Geräte habt, könnt ihr auch die Reihenfolge verändern, also das ist dann alles hier noch mit möglich. Aber gucken wir uns mal die anderen Details an, denn wir haben ja noch einige andere wichtige Dinge, die relevant sind, denn zum Beispiel, wir können auch mit Amazon Alexa und dem Google Assistant und auch Apple Home zusammenarbeiten, da ist auch jeweils eine Beschreibung dazu, wie das Ganze funktioniert. Das finde ich nochmal ganz spannend. Und hier könnt ihr zum Beispiel bei Alexa das relativ easy dann auch miteinander koppeln. Das vielleicht nochmal ganz wichtig für diejenigen, die das denn nutzen wollen. Grundsätzlich seht ihr hier jetzt aber die Standardausstattung, also den Standardeinstieg. Ihr könnt oben aus verschiedenen Häusern oder verschiedenen Entities wählen, so ihr die dann angelegt habt. Ihr könnt hier oben auch noch zusätzliche Kameras und sonstige Dinge hinzufügen, wenn ihr denn wollt. Aber vom Grundsatz her haben wir jetzt hier halt eben unsere Kamera hinzugefügt und unten drunter seht ihr auch die Homebase, die wir entsprechend verknüpft haben. So, jetzt starten wir einmal in die Kamera rein. Jetzt seht ihr hier unseren Balkon, Schrägstrich den Innenhof. Und das ist das Bild oder beziehungsweise die Standardeinstellung, die ihr bekommt, wenn ihr auf die Kamera drauf geht. Jetzt seht ihr oben den Namen der Kamera, ihr könnt oben den Alarm aktivieren und ihr seht auch die Einstellungsmöglichkeiten, da gehen wir jetzt auch nochmal rein. Auch hier seht ihr dann die Kamera und könnt die Kamera oben erstmal deaktivieren und aktivieren. Das funktioniert übrigens alles aus der Ferne. Ihr müsst dann nicht wieder hingehen und die Kamera müsst ihr manuell einschalten. Kein Grund dazu, funktioniert automatisch. Der wichtigste Punkt aus meiner Sicht an dieser ganzen App ist aber die Bewegungserkennung, denn das ist ja das Kernstück, welches dazu dient, in der Kamera, gerade bei Akkukameras ist ja super wichtig, dass ihr nur das aufgenommen bekommt, was auch relevant ist.
Und hier habt ihr halt die Möglichkeit, verschiedenste Erkennungen zu aktivieren. Manches ist noch in der Beta-Phase, manches ist aber schon hervorragend ausgereift, so zum Beispiel die Menschenerkennung. Ich hatte tatsächlich bei mir nur einen einzigen Fehlalarm und das, muss ich sagen, ist wirklich schon richtig, richtig gut. Das machen andere Hersteller bei weitem schlechter. Was super interessant aus meiner Sicht ist, ist diese Testerkennung, denn da seht ihr an der Kamera, wann etwas erkannt wird und was nicht. Da könnt ihr die Empfindlichkeit so ein bisschen regulieren, habe ich bei mir auch gemacht und hat auf jeden Fall was geholfen bzw. gebracht. Gut, ansonsten Power Management dürfte, denke ich, klar sein. Da könnt ihr einstellen, ob ihr lieber mehr Überwachung nutzen wollt oder mehr Akkulebensdauer. Ich würde dabei empfehlen, unten die Anpassung zu nutzen und es dann so auszutarieren, wie ihr es für richtig haltet. Denn dann könnt ihr sowohl die Cliplänge einstellen, die ist aus meiner Sicht bei der Akku-Variante ein bisschen kurz, und auch das Intervall, wann erneut ausgelöst werden soll, und auch, ob der Clip vorzeitig beendet werden soll, wenn die Bewegung nicht mehr erkannt wird. Also da Empfehlung wäre, das individuell einzustellen, dann könnt ihr es nämlich genauso justieren, wie ihr es braucht. Scheinwerferhelligkeit dürfte klar sein. Diebstahlerkennung auch nochmal wichtig, wenn ihr die Kamera erstmal installiert habt, und erst dann könnt ihr die aktivieren, damit dann ein Signal ertönt, wenn jemand versucht, die Kamera abzuschlagen oder zu bewegen oder was auch immer. Snapshot ist der 24/7, die Möglichkeit 24/7 Bilder aufzunehmen, also auch zwischen den Bewegungserkennungen Bilder aufzuzeichnen, kostet logischerweise Energie. Deswegen solltet ihr das nur machen, wenn ihr A, genug Power drauf habt und B, das wirklich auch nutzen wollt. Videoeinstellungen sind verschiedene Möglichkeiten, das Wasserzeichen einzustellen, ob ihr Uhrzeit und so weiter drauf haben wollt oder nicht. Streaming-Qualität könnt ihr einstellen, würde ich immer automatisch empfehlen, dann wird anhand der Netzwerkverbindung entschieden. Aufzeichnungsqualität macht natürlich Sinn, 4K aufzuzeichnen, damit ihr die bestmögliche Auflösung dann auch habt. Und Nachtsicht ist natürlich das, was eigentlich super interessant ist, denn da kommen jetzt die neuen Funktionalitäten zum Tragen, die hier mit an Bord sind, über KI geregelt und so weiter und so fort. Die 4 Nachtsicht-Optionen, die ihr hier seht, also tagahnlich, das ist dann wirklich nochmal sehr aufgehellt. Die Möglichkeit, den Scheinwerfer nutzen zu können oder auch Infrarot. Die 4 Modi zeige ich euch aber später nochmal tatsächlich anhand von Beispielaufnahmen. Dann bekommt ihr, glaube ich, nochmal so ein bisschen mehr einen Eindruck davon, was bedeutet das Ganze denn und wie ist da der Unterschied. Hier auf den Bildern erkennt man schon ein bisschen was, aber eben noch nicht, wie es dann wirklich auch in der Realität aussieht sozusagen. Ja, das erstmal zum Thema Nachtsicht, und ihr könnt natürlich hier die Nachtsicht dann auch entsprechend umstellen, zum Beispiel tagahnlich soll der Standardmodus sein, und dann in der App oder beziehungsweise wenn ihr auf der Kamera drauf seid, könnt ihr auch immer individuell den Nachtsichtmodus verändern. Datenschutzzonen gerade für Deutschland natürlich relevant, wenn ihr beim Nachbarn was filmt, dass ihr das ausspart. Audioeinstellungen dürfte soweit, glaube ich, auch klar sein, zum Beispiel, dass Audio mit aufgezeichnet wird, dass das Mikrofon genutzt wird, denke, das ist klar. Benachrichtigungen sind natürlich super wichtig, denn da könnt ihr quasi dann entsprechende Infos auf euer Handy bekommen. Und hier muss man sagen, wenn ihr mit Miniaturansicht anwählt, dann wird immer ein Foto in die Cloud geschickt. Deswegen, wer die Cloud gar nicht nutzen will, sollte auf die Miniaturansicht verzichten. Geht übrigens dann auch schneller. Also von daher, ich würde da immer die Variante ohne Miniaturansicht wählen. Allgemein ist, denke ich, auch klar, da gibt es noch eine Spezialität, und zwar kann die Kamera auch RTSP. Das ist für viele von euch, die einen NAS zu Hause haben, relevant. Denn damit könnt ihr theoretisch auch über das NAS quasi eure Aufnahmen verwalten. Synology wird hier explizit erwähnt und ist verifiziert. Deswegen, wenn ihr ein Synology NAS habt, ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Achtet da nur darauf, das kann natürlich zu einem erhöhten Stromverbrauch führen. Das muss man immer im Hinterkopf sozusagen haben. Freigabemöglichkeit ist, denke ich, auch klar. Da könnt ihr die Kamera dann für eure Familie oder Freunde super easy freigeben und müsst die nicht nochmal einrichten. So, jetzt sind wir wieder zurück in dem Kameramodus. Das waren ja gerade alles die Einstellungen zur Kamera. Jetzt haben wir unten das Bild, können da die Qualität einstellen. Wir haben ja automatisch angewählt für die Streaming-Qualität, sodass ihr immer anhand der Netzwerkverbindung die bestmögliche Qualität bekommt. Und hier ist nochmal der Hinweis, dass die Aufzeichnung immer in der Live-Ansicht-Qualität stattfindet. Sprich, wenn wir jetzt hier unten eine Aufzeichnung anstoßen, das seht ihr ja hier links unten jetzt gerade, und dann wird es auch übrigens auf eurem Telefon gespeichert. Ne? Das ist natürlich immer ganz wichtig zu wissen. Audio ein-aus geht. Wir können hier natürlich auch ein bidirektionales Gespräch führen. Dazu müsst ihr hier einmal das Mikrofon noch aktivieren, und dann könnt ihr, und ich breche das jetzt relativ schnell ab, weil es sonst anfängt zu piepen, könnt ihr auch mit demjenigen sprechen, der auf der anderen Seite ist. Ihr könnt natürlich den Scheinwerfer einstellen, zeige ich euch später nochmal, was das bedeutet, und ihr könnt in die Wiedergabe reingehen, sowie hier noch weitere Aktivitäten unten starten. Wie ich vorhin nämlich schon gesagt habe, könnt ihr hier zum Beispiel auch den Nachtsichtmodus einmal ändern, und ihr könnt hier aber auch
in eure Aufzeichnungen reingehen. Jetzt kommt man aber nicht wieder easy zurück zu dem, was wir gerade hatten, sondern muss jetzt etwas umständlich zurückspringen. Das finde ich persönlich ein bisschen unglücklich gelöst. Da wäre es ganz cool, wenn man auch noch direkt wieder in das Kameramenü zurückspringen könnte, dass man da einfach sofort wieder da ist, wo man auch vorher war. Screenshot ist, denke ich, auch klar. Da macht ihr einfach eine Momentaufnahme von dem Bild, was ihr dann gerade auf der Kamera seht. Das war jetzt oben der Kamerablock. Jetzt gehen wir unten mal in die Homebase rein. Und da seht ihr schon, dass wir zum einen die Kamera verbunden haben. Wir können jetzt hier, wenn ihr mögt, lokale Personen abspeichern, die dann identifiziert werden können. Sprich, wenn ihr erkannt werdet, ihr selber wird automatisch erkannt, okay, es ist jemand, den wir kennen, dann können wir das auch entsprechend zuordnen. Ihr könnt dieses Empowerment für KI quasi auch für Kameras aktivieren und deaktivieren. Ihr könnt hier auch nochmal ein USB-Laufwerk an die Homebase anschließen, um den Speicher zu erweitern, wenn ihr denn mögt. Also da geht wirklich schon eine ganze Menge und es wird ja softwaretechnisch noch erweitert, denn alles, was wir hier sehen, ist ja noch nicht finale Version sozusagen. Jetzt gucken wir mal rein in die Aufnahmen und dann seht ihr hier, dass wir hier eine Bewegung erkannt haben und ihr habt gesehen, ich habe am Anfang einmal durchgewischt. Das wurde dann wiederum als Bewegung logischerweise erkannt und damit auch ein Clip abgespeichert. Das ist jetzt hier noch nicht die hohe Kunst von AI, aber das funktioniert halt eben auch mit weiteren Dingen, die dann nachher erkannt werden. Und wie gesagt, bei der Erkennung hatte ich wirklich nur ein einziges Mal einen Fehlalarm sozusagen. Alles andere hat gut funktioniert und ihr könnt auch alle Videos einzeln löschen und auch durch Filter noch sortieren. Alle Videos einzeln löschen kann übrigens auch nicht jeder Anbieter. Hier gibt es dann noch Informationen zum Cross-Camera-Tracking, sprich, wenn ihr eine Person über mehrere Kameras tracken wollt, ihr könnt hier noch das KI-Lernen zusätzlich aktivieren bzw. zusätzlich einstellen. Und ihr habt hier noch eine Möglichkeit, die ich persönlich super interessant finde. Und das kenne ich tatsächlich auch von keinem anderen Hersteller, den ich zumindest bisher hier hatte. Und das ist die Möglichkeit, nicht nur zu aktivieren, dass eine Aufnahme stattfindet oder zu deaktivieren, sondern das Ganze über Geofencing auch zu nutzen. Sprich, wenn euer Telefon erkennt, ihr seid nicht mehr zu Hause, wird automatisch die Aufnahme aktiviert oder beziehungsweise der in Anführungsstrichen Alarmmodus, das halt eben bei Bewegung aufgezeichnet wird. Finde ich persönlich ein super Feature. Und da muss man einfach sagen, die App ist bisher das ausgereifteste, was ich bei Überwachungskameras gesehen habe. Ja gut, jetzt habe ich sehr viel geredet über App und so weiter und so fort. Jetzt gucken wir uns das Ganze einmal an, wie denn die Aufnahmen aussehen. Hier seht ihr jetzt einmal, wie eine Tageslichtaufnahme aussieht in der höchsten Auflösung. Das hier ist 4K und man muss sagen, das Bild ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Ihr könnt auch die Details im Hintergrund erkennen, alles kein Problem. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Jetzt geht es aber, und das ist vielleicht fast noch spannender, in die Nachtaufnahmen rein. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich mit meinem Smartphone ohne einen Nachtmodus beziehungsweise unseren Balkon hier fotografiert habe. Das ist die Sicht, die quasi entstanden ist, wenn man einfach fotografiert ohne Nachtmodus. Und jetzt kommen die verschiedenen Modi, die die Kamera anbietet. Wir haben als erstes den Modus Standard. Da seht ihr schon mal, dass wir hier wirklich ein deutlich aufgehelltes Bild haben und hier theoretisch aus meiner Sicht auch jeden erkennen könnten, der hier durchläuft. Das ist überhaupt kein Problem. Ich finde es faszinierend, dass sowas heutzutage möglich ist und das ist hier durch diese zusätzliche KI-Komponente, die da zum Tragen kommt mit Max Color Vision, nochmal ein bisschen besser als bei anderen. Hier ist dann jetzt der Modus tagahnlich. Ihr seht, es ist nochmal leicht heller geworden. Jetzt sieht man aus meiner Sicht überhaupt nicht, dass wir Nacht haben. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber man erkennt aus meiner Sicht nicht, dass hier das Bild, was wir vorher gesehen haben, quasi dunkle Nacht ist sozusagen. Was haben wir noch? Wir haben die Scheinwerfermöglichkeit. Hier seht ihr jetzt quasi den eingeschalteten Scheinwerfer. Das bedeutet natürlich, dass im Spotlight alles ausgehellt ist, im Hintergrund dafür halt eben nichts zu erkennen ist. Und wir haben dann noch die letzte Möglichkeit, Infrarot, was ja so die klassische alte Technik ist für Nachtaufnahmen, sage ich jetzt einfach mal. Das kann auch Sinn machen in gewissen Anwendungsfeldern, aber es bringt natürlich schon nochmal ein paar Nachteile mit sich. Ihr habt keine Farben und so weiter und so fort. Also da muss ich persönlich sagen, dieses Thema KI, was ja sonst immer so ein bisschen vielleicht auch zu sehr gerade hochstilisiert wird. Hier kommt es auf jeden Fall zum Tragen und funktioniert auch wirklich richtig, richtig gut. Ihr habt es gerade an den ersten beiden Aufnahmen bzw. Bildern gesehen. So, damit kommen wir jetzt zum Fazit für die S3 Pro von Eufy Cam, die neueste Überwachungskamera mit AI, KI und so weiter und so fort. Insgesamt muss man sagen, dass die Qualität des Gerätes wirklich richtig, richtig gut ist. Wir haben Scheinwerfer mit an Bord und so weiter und so fort. Die fühlen sich gut an, die machen einen qualitativ, haptisch und optisch sehr, sehr guten Eindruck. Das muss man definitiv sagen und ist natürlich bei dem Preis auch das, was man erwarten darf, um ehrlich zu sein. Thema Solar hat bei mir
in Ordnung funktioniert, würde ich sagen. Wir haben jetzt auch nicht mehr Sommer, also insofern ist das vielleicht auch ein bisschen verständlich. Im Sommer dürfte das überhaupt kein Problem sein. Im Winter muss man so ein bisschen gucken, wie da die Zeiten sind, in denen man aufzeichnet. Ansonsten könnt ihr ja über USB-C da natürlich auch noch nachsteuern und theoretisch zumindest die Kamera auch dauerhaft mit Strom versorgen. Gerade wenn ihr RTSP nutzen wollt oder vielleicht auch dauerhafte Aufnahmen, macht das vielleicht durchaus auch Sinn, da dauerhaft Strom drauf zu geben, so ihr denn die Möglichkeit habt, das natürlich damit Strom zu versorgen, wo ihr die Kamera aufgebaut habt. Die Erkennung und die Bewegungserkennung ist tatsächlich richtig, richtig gut. Ich habe es euch in der App schon gezeigt. Auch das hat super funktioniert. Ein einziger Fehlalarm und das bei vielen, vielen Testaufnahmen. Das ist deutlich besser als das, was die Konkurrenz abliefert. Ob das jetzt an AI liegt oder an der Radartechnologie, ich weiß es nicht genau. Die Fehlalarmquote ist auf jeden Fall verschwindend gering und extremst gut. Gut, was gibt es sonst noch zu sagen? Lautsprecher und Mikrofon funktionieren gut. Also ihr könnt tatsächlich auch gut verstehen, was jemand sagt. Windempfindlichkeit ist ein bisschen hoch, sprich ihr solltet die Kamera nicht unbedingt dahin stellen, wo vielleicht extrem viel Wind ist, weil dann hört ihr nicht so viel. Die App ist richtig gut. Die App ist aus meiner Sicht das Beste, was auf dem Überwachungskameramarkt aktuell zu haben ist. Gut ausgereift, die Features werden auch noch nachgeliefert. Es werden ja noch zusätzliche Features für die S3 Pro kommen. Also insofern wartet da ab, was noch in der Zukunft kommt. Ihr könnt die Homebase erweitern. Auch das ein richtig, richtig gutes Feature, wie ich persönlich finde. Wenn ihr mit den 16 GB Speicher nicht auskommt, könnt ihr da in Anführungsstrichen unbegrenzt quasi weitere Festplatten reinkloppen oder beziehungsweise eine Festplatte. Das wirklich richtig gut aus meiner Sicht und definitiv hilfreich für diejenigen, die nicht in die Cloud wollen. Kaufpreis 649 €, das ist die UVP, wird sicherlich im Angebot dann günstiger sein. Ist natürlich nicht wenig, muss man sagen, aber ihr bekommt 2 Kameras, die Homebase, ihr bekommt ein zusätzliches Solarpanel, das darf man nicht vergessen, in einer extrem hohen Qualität und bekommt halt auch eine richtig, richtig gute und wertige Kamera. Wer Bock drauf hat, ihr findet die Links in der Videobeschreibung. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.